Einbürgerungstest hat die gleichen Fragen wie der Test Leben in Deutschland. In beiden Fällen musst du dein Wissen zu Deutschland beweisen. Der Test besteht aus 4 Teilen: Leben in der Demokratie, Mensch und Gesellschaft, Geschichte und Verantwortung und Fragen zum Bundesland, in dem du wohnst. Die 4 Teile, weitere Links und noch viel mehr stehen hier unten in der Beschreibung. Du solltest dich gut auf den Test vorbereiten, denn die Fragen sind zum Teil sehr schwierig. Glaub mir. Wie machst du das am besten? Das erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Wie läuft der Test ab? Im Test musst du 33 Fragen beantworten. 30 Fragen zur Bundesrepublik und 3 Fragen zu dem Bundesland, in dem du wohnst. Wenn du jetzt zum Beispiel den Test in Nordrhein-Westfalen machst, dann sind diese 3 Fragen anders als zum Beispiel in Bayern. Für den Test hast du 60 Minuten Zeit. Alle Fragen beantwortest du nach dem Multiple-Choice-Prinzip. Das bedeutet, dass du aus 4 Antworten die richtige auswählen musst. Für die Einbürgerung musst du mindestens 17 Fragen richtig beantworten. Wenn du weniger als 17 Fragen richtig beantwortest, kannst du den Test wiederholen. Bereich 1: Leben in der Demokratie. Weißt du, wer den Bundeskanzler wählt? Oder kennst du den Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat? Und was steht im Grundgesetz? Das alles sind Themen, die du wissen musst. Denn in diesem Teil kommen Fragen zum politischen System, zu Grundrechten, zum Wahlrecht, den politischen Parteien in Deutschland und vieles mehr. Ein Beispiel. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Regelmäßige Wahlen, Pressezensur, Meinungsfreiheit, verschiedene Parteien. Klicke auf Pause, um die Frage in Ruhe zu beantworten. Die richtige Antwort lautet Pressezensur, denn hier herrscht Meinungsfreiheit. Bereich 2: Mensch und Gesellschaft. In diesem Teil beweist du, dass du die Lebensverhältnisse und Werte unserer Demokratie kennst. Also, wie funktioniert unser Sozialstaat und wie ist unser Bildungssystem aufgebaut? Es können auch Fragen wie diese kommen. Viele Menschen in Deutschland arbeiten in ihrer Freizeit ehrenamtlich. Was bedeutet das? Sie arbeiten als Soldaten, Soldatinnen, sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden, sie arbeiten in der Bundesregierung, sie arbeiten in einem Krankenhaus und verdienen dabei Geld. Die richtige Antwort lautet, sie arbeiten freiwillig und unbezahlt in Vereinen und Verbänden. Bereich 3: Geschichte und Verantwortung. Deutschland hat eine Vergangenheit, die wir nie vergessen dürfen. Besonders die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges prägen Deutschland bis heute. Deswegen wirst du in diesem Teil zur Geschichte und Verantwortung Deutschlands abgefragt. In diesem Teil geht es unter anderem um den Nationalsozialismus, die Teilung und die Wiedervereinigung Deutschlands. Darüber hinaus geht es auch um die Europäische Union und das Schengener Abkommen. Ein Beispiel. Was wollte Willy Brandt mit seinem Kniefall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrücken? Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen, er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung, er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt, er sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten. Die richtige Antwort lautet, er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. Bereich 4: Fragen zu deinem Bundesland. Deutschland ist in 16 Bundesländer aufgeteilt. Weißt du, wie das Wappen des Bundeslandes aussieht, in dem du wohnst? Oder wie heißt die Hauptstadt deines Bundeslandes? In diesem Bereich beweist du, dass du dich dort auskennst, wo du wohnst. Hier erwarten dich unter anderem Fragen zur Landes- und Kommunalpolitik, zur Verwaltung und zu Landeswappen und Flaggen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin wohnst, dann könnte diese Frage kommen. Welches Wappen gehört zum Bundesland Berlin? 1, 2, 3 oder 4? Die richtige Antwort lautet 4. Wie kannst du dich auf den Test vorbereiten?
Auf dieser Seite kannst du den Test interaktiv und kostenlos üben. Dort siehst du immer sofort, ob deine Antwort richtig oder falsch war. Insgesamt gibt es 310 Fragen. Außerdem veröffentliche ich auf diesem Kanal viele coole Videos zu den Themen im Test. Abonniere also am besten meinen Kanal und du lernst jede Woche etwas Neues dazu. Ansonsten bereiten dich die Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, darauf vor. Allerdings kann es sein, dass du die Kosten selbst bezahlen musst. Wie kannst du dich zum Test anmelden? Du kannst dich bei den Prüfstellen des BAMF anmelden. Auf dieser Seite findest du unter Downloads die Prüfstellen in deinem Bundesland. Die Teilnahme im Test kostet 25 €. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!